Ich krieg ja mich da nicht auf dieses Haus. Warum nicht? Hey, is the Sylphid in Sylphid Boomerang like a name or something? Uh-huh. I'm pretty sure it's the name of the elemental of wind. Then do you think he'll get mad if we use his boomerang? Elementals are aspects of nature and emissaries of the goddess of mana. They watch over the lands, rarely interfering with the people who inhabit them. So, you're saying that he probably wouldn't mind? Not according to the book I read, at least. Yes! Nee, ich lasse euch jetzt mal. Was ist das? Was ist das? Mutfalter. Die leuchten roten Wesen, die über die Felder flattern, werden Mutfalter genannt. Mut vor allem. Wenn du sie begrüßt, werden für einige Zeit alle Gegner deutlich stärker. Doch dafür hältst du die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Mutfalter kehren immer wieder... Ja, geil. Gib her. Okay, so stark waren die jetzt auch wieder nicht. Ah, okay, hier ist noch was. Aber hier oben glaube ich gar nicht, oder? Gut, dann können wir jetzt mal in Richtung Hauptquest gehen. Ja, können wir. Hallo! Ach, das ist das Windfärben da oben. Ja! Okay. Longlen, wir kommen. Ja, Fähigkeitssamen haben wir ja schon bereits gefunden. Brauchen wir nicht mal durchlesen. This place sure lives up to its name. The wind never Oh Gott, stops, ich muss mein Wasser verstecken. Der Kater kommt. It feels melancholic somehow. Well, first order of business is to return the elemental vessel to the chief. Then we see about the alm. Hallo, Fussel. Wir machen weiter. Wie gehabt, wie bisher. Folk can live to be pretty old, right? Do you think the new Alm of Wind could be a senior citizen of the Vale? Don't worry. I'll carry them to the mana tree on my back if I gotta. What a fine, upstanding soul guard you make. Ein wirklich geiler Soul Guard. Gut. Hallo, wer seid ihr denn? Wirbelwind Inaza. Oh, da kommt ja der Seewächter. Hallo. Na, konntest du schon den Bumerang dem Dorfvorsteher zurückgeben? Huch, die redet nicht mit mir? Nee. Oder doch? Ich bin ganz außer Atem vom Herumrennen. Ich wünschte, ich könnte so fliegen wie Ranko. Entschuldigung. Was ist mit dir? Arbeit ist schön und gut, aber Pause genauso wichtig. Einfach ins Gras legen und den Wolken zugucken. Und ich sage dir, deine Sorgen verpuffen wie im Wind. Ja. Verpuffen die wie im Wind? Mal gucken. Huch, wer bist du? Hallo. Hallo. Willkommen in Longlen. Seelenwächter, unser Dorf untersteht dem Schutz der Windgeister. Cool. Speichern. Hallo. Miau. Ich bin überzeugt davon, dass mein Enkel einen ganz hervorragenden Geweihten abgeben würde. Ach, ich wünschte, die Fee würde sich endlich zeigen. Der hier? Ja, was passiert eigentlich, wenn die Fee nicht zu uns kommt? Geht unser Dorf dann kaputt? So wie dieses andere Dorf, von dem Mama erzählt hat? I don't know. Huch, ich darf hier nicht rumspringen. Schwierig, dann gehen wir hier drum herum. Taking this? Hallo. Hello. Wenn mein in Longlen Tücher im Wind aufhängen, nehmen sie seine Farben an. Hübsch, nicht wahr? Das nennen wir hier Windfärben. Es wurde noch immer kein Geweihter auserwählt. Die Windgeister werden immer unruhiger. Selbst die Windmühlen hören sich irgendwie so traurig an. Kann ich richtig sitzen gerade? Mein Kollege übertreibt. Die Windmühlen klappern genauso friedlich vor sich hin wie sonst auch, wenn du mich fragst. Ja, tun sie das? Yes.
Hallo? Stehst du da für die Fee? Panischer Kashi. Off, den Brief zu schreiben war eine Sache, ihn zu überreichen ist leider nochmal eine ganz andere. Was für ein Brief? Hi, kennst du diese Urnen, die manchmal auf der Straße herumstehen? Es macht eine diebische Freude, sie zu zerbrechen. Danach geht's einem echt besser und nach dem Urnen kräht nachher kein Hahn. Hopp. Grizzly! Wir haben ganz viel Honig. Mausbeeren, Honig, lecker, lecker. Hallo, wer bist du? No. Carina hat immer davon geträumt, irgendwann mal Geweihte zu werden. Aber dann hat sie einen ihrer Flügel verloren. Sprich, daraus wird ja jetzt wohl nichts mehr. Oh, ich will wissen, wie dieser Flügel weggegangen ist. Ich glaube, wir haben uns zu sehr auf Carina verlassen. Sie ist eine tolle Windfärberin. Keine Frage, aber es kann nicht angehen, dass jetzt niemand die Fee zu uns rufen kann. Nur weil sie gerade andere Prioritäten hat. Yes. Okay. Andere Prioritäten. Taking this. Zu dem anderen gehen wir noch nicht, weil da geht's zur eigentlichen Mission und wahrscheinlich auch zu Carina. Oder wir sehen Carina hier. Hä? Wo steckt der bloß wieder? Wer? Bin jetzt schon neugierig. Das war übrigens Carina. Yes. Ach, sie meint wahrscheinlich ihn. Hier ist er. Rapko ist hier. Setz ihn mal wieder hin. Shirio hat in letzter Zeit nur noch Augen für Carina. Was findet er bloß an ihr? Ich bin netter und klüger als sie. Ja, vielleicht fehlt dir einfach ein Flügel. Versuch mal damit. Reiß dir mal die Flügel aus. Dann bist du einzigartig. Let me see. A rare item. Mondglanzspeer. Waffe für Carina erhalten. Ach, Spoiler! Die Fee will und will nicht kommen. Der Wind wird immer rauer. So langsam wird es mir wirklich unheimlich. Meine Schafe fressen nicht mehr ordentlich. Bei diesem Wind werden die armen Tiere ganz unruhig. Die Windpriesterinnen bemühen sich nach Kräften, die Fee herbeizurufen. Aber die Windgeister scheinen uns dieses Jahr nicht gewogen zu sein. Eieiei. Ich glaube, das ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass der Seelenwächter da ist und Longlen noch immer ohne Geweihten da steht. Oh, 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 oh. Huch, dich habe ich nicht gesprochen. Da kommt die Geweihte des Feuers. Ja. Und ich habe sie hergebracht. Who are you? Ich fürchte, ich habe gerade beim Windfärben dieses wunderschöne Tuch ruiniert. Meint ihr, meine Meisterin kauft mir das ab, wenn ich es auf dem unruhigen Wind schiebe? Vielleicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Taking this. Hallo. Die windgefärbten Stoffe sind bei den Reisenhändlern äußerst beliebt. Vor allem rosafarbene Tücher erzielen auf dem Markt hohe Verkaufspreise. Tun sie das? Hey. Wir in Longlen sind auf Textilien spezialisiert. Die Garnspinner, die Weber und die Windfärber, alle arbeiten Hand in Hand zusammen. Jedes Kleidungsstück ist eine Gemeinschaftsarbeit. Toll. Das klang wieder sehr passiv-aggressiv von mir. Toll. Taking this. Taking this and taking that. Ein Seelenwächter sollte auf seiner Reise perfekt ausgerüstet sein. Wie soll er sonst die Geweihten beschützen? Welcome. Guck mal rein. We're having a special. Haben wir schon. Papa? Du bist nicht von hier. Bist du der Seelenwächter? Normalerweise verkaufe ich nicht an Leute, die nicht aus Longlen kommen. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Welcome. Willkommen. All our goods are high. Falchion. Falchion. Hatten wir das schon? Ja, nichts Neues. Again soon. Come again soon. Soon. Und ich... Doch, soon ist richtig. Ach ja. Hallo. Oh no. Schneiderin Yotsuba. Ich habe beschlossen, gesünder zu leben. So schwer kann das ja wohl nicht sein. Es muss doch Essen geben, das lecker und gesund ist. Oh ja. Hallo. Hoffentlich fängt Carina bald mit dem Windfärben an. Alle warten nur darauf, dass das Ritual anfängt. Ach, Nagi. Was soll ich dir sagen? Ist halt alles nicht so einfach, ne? Ja, wenn wir alles haben, bis auf das da hinten und das da vorne, können wir zur Mission. Wer seid ihr eigentlich? Bei Zeiten wie diesen hilft nur eins. Das Windorakel befragen. Die Fee kommt nicht. Die Fee kommt nicht.
Wo ist das Orakel? Ich wünschte, ich wäre so gut in Färben wie Carina. Hallo. I'm Val, the Soul Guard. I came across your elemental vessel and wanted to return it. Gracious! I was wondering where Ramco and the little ones spirited that away to. Thank you. Those youngins will get an earful later, but enough about that. Welcome to Longlen, friends. A pleasure. So where might we find the Alm of Wind? On that subject, I have some unfortunate news. The ferry has not yet arrived to name the Alm. Oh, then you're still waiting to see who gets the job? Here in the Vale, we welcome the ferry with a traditional wind-dyeing ceremony, as performed by one of our wind oracles. But this year, our attempts at the ritual have been unsuccessful. There is one oracle, Carina, whose attunement to the wind element is unparalleled. At this rate, I fear that without Carina, the ferry may not come at all. Sadly, she refuses to listen to my orders anymore. No matter what I do or how soundly her parents scold her, Carina says she won't budge until she feels like it. But now that you have arrived, Sir Soul God, there may be a chance to get her to see reason. I humbly beseech you to talk to Carina. What? Why me? Perhaps if she is buffeted by a breath of fresh air, she may yet bend to the winds of fate. Be sure to give her a good buffeting, mind you. You mean use the vessel to literally knock some sense into her? Surely a precious artifact should be handled delicately. These days, the elemental vessel is scarcely used as more than a child's plaything. I am certain that a soul god would have much better applications for such an object. Come, if the ferry is not properly welcomed, it could be the end of the Vale as we know it. Please, you must make Carina see reason. Hauen wir doch mal auf den Kopf. I think I've got my work cut out for me this time. The chief seemed genuinely worried for the fate of the Vale. Now's your time to shine, Sir Soulguard. Time to shine. This is kind of exciting. Is this? Time to shine. Und hau auf den Kopf rein. Ich bin wieder da. Lülülülü. Carina. Hi. You folks in the habit of staring at strangers? What is it? Are you selling something? Find somewhere else to hawk your wares. Are you by any chance Carina, the Wind Oracle? I'm Hina, the Alm of Fire. And this is... Val, the Soul Guard. Nice to meet you. What's the convoy of alms want with me? No, let me guess. The chief sent you to convince me to do the wind dyeing, right? Well, yeah, actually. In Tiania, we build a ceremonial bonfire to celebrate the ferry's arrival. Longlen has different traditions, though, right? The chief thinks sending outsiders to do his dirty work is gonna make me budge. Well, he's got another thing coming. Nope, never again. But if the ferry doesn't come, no one can be named the Alm of Wind. For the sake of Longlen and the rest of the world, would you please consider performing the wind dyeing ceremony? When someone asks a stranger for a favor, usually they have something to offer in exchange. I'll tell you what, you can find Shiryu for me. I've looked all over town already, and I gotta get off my feet for a bit. Shiryu? I'm guessing they're a friend of yours. What do they look like? He's dreamy. About the same age as me. Got a nice smile. Oh, someone kind of like Val then? Spare me. He's nowhere near as wimpy as this guy. Gee, thanks. Well, Hina, sounds like we have a missing person to find. If Carina's already looked in town, let's try the outskirts.
Um Nebenaufträge zu erfüllen, ist es ratsam, die Flaggensymbole zu achten. Sie führen dich zu relevanten Hinweisen und Zielorten. Okay. Erledige Carinas Auftrag. Dann gehen wir doch mal hin. Erste Nebenmission. Bye. So, da hinten müssen wir hin. Da oben? Da oben soll einer sein? Wer bist du denn? Du sollst so handsome sein. Wer bist du denn? Hello there. Shiryu, I presume? That's me. And you are? Val, the Soul Guard. And this is Hina, the Alma Fire. Oh, Val, Hina. Lovely to meet you. I'm Shiryu, a historian and keeper of tales from the Vale. What are you doing so far outside of Longlen? Calibrating windmills, actually. The wind's been hard to predict lately, which might be a side effect of having no alm yet. Speaking of alms, Carina said she'd help call the fairy with some wind dyeing if we found you for her. She did, huh? I guess she came around to the idea after all. Is the dyeing process hard or something? Not particularly. As long as you know the steps, that is. You just capture the breeze with the cloth to bring out the colored dye. The issue is that the fairy won't come for just any old round of wind dyeing. Carina has the most skill in Longlen, so she has the best chance of summoning her. Then why is she so averse to helping? Because Carina wants... She wants to be chosen as the Alm. But all she's ever heard from the rest of the Vale is that she's wrong for the job. And yet... they keep asking her to help with the wind dyeing. It wouldn't surprise me if the fairy was staying away on purpose to avoid these hypocrites. But why would Carina be a bad choice of alm? Did she pick a fight with the elemental or something? That's a good one. But, nothing that scandalous, I promise. But it's complicated. Too complicated to bother you both with right now. Besides, I know Carina wants the Vale to prosper, just like everyone else. And it looks like your arrival might have been enough to give her that push. Anyway, I'll head back to the Vale for now. See you there. And thank you. Geh zurück nach Longlen. Okay, das machen wir. Wir reden jetzt in der Pause nämlich davon, dass die Welt leer wirkt, aber ich habe gleich gekontert mit nein, da sind viele Sachen. Now you're just being stubborn. Didn't you hear that the convoy from Tiania has already arrived? We can't keep wasting the alm's time with your selfishness. You're putting the whole Vale in danger with your temper tantrum. If you want to meet the fairy so bad, then you do the ceremony. Why does it always have to be me, anyway? It's not like I have a chance at becoming the alm. Y'all made that abundantly clear. You think I'll just go along and do all the hard work for nothing? Pouting about it won't help your case, you know. I'm not pouting. I'm angry. After all, I just wanted to be the alm and see the world. Honey, we know it's hard for you to accept, but it's been years since anyone in our family has been considered worthy of alm status. Sure, your affinity to the wind element meant you had a good chance at the gig. But after what you did in the sanctum? Fine. Criticize me all you want, but I don't regret my actions one bit, so stop lecturing me. How irresponsible. The other wind oracles don't cause their parents this much trouble. But if we don't push her, the fairy might not visit Longren at all. Maybe Shiryu can talk some sense into her. Vielleicht kann er das. Vielleicht kann er das. Dann gehen wir doch zu Carina. Ach, da sitzen beide, wie süß.
Thanks for finding Shiryu for me. No sweat. So you'll perform the wind dyeing ceremony now? Did I say that? Next time, get it in writing. Besides, I have some stuff to talk to Shiryu about. Bye-bye. Hang on. I thought you wanted a favor for a favor. We gotta call the ferry to Longlen before it's too late. Carina, don't forget. There's that old saying about the disaster that could befall our tribe if an alm isn't chosen. The wind will rage, and the winged fall flightless. We're too old for fairy tales, Shiryu. Besides, the wind is always blowing here, and it's not like we dragon folk use our wings to fly in the first place. Maybe the proverb isn't meant for dragon folk. Ramco has wings too, you know? Fine. But I don't have to be the one to do it. No one in town even cares who does the wind dyeing, and I wouldn't do it even if they begged. Why bother? It's not like the fairy would ever pick me to be the alm anyway. I have an idea. Val, why don't you do the wind dyeing instead? Me? Anyone is allowed to use the technique. And besides, it never hurts to have a breath of fresh air to try and bend the winds of fate. Ich dachte, es kann nur She Windpriester. said something similar now that you mention it. Good luck. You'll need it. I think I'll just stay here with Shiryu if it's all the same to you. You two do make a cute couple. Ja, süß sind sie. Yeah. Look, the dyeing stall is up a ways over there. Just give it a go. Was tut ihr dann? Knutschen? Ja, ba, 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 ba. Nebenaufträge. Auf deiner Reise durch die Städte und Dörfer wirst du Einwohnern mit allerlei Anliegen begegnen. Oh ja, wir machen Nebenaufträge. Sprich mit ihnen, um ihnen deine Hilfe anzubieten, um Nebenaufträge anzunehmen. Mit etwas Glück werden sie dich dafür reichlich belohnen. Deine angenommenen Nebenaufträge kannst du im Nebenaufträge-Menü einsehen. Okay. Ganz viele Nebenaufträge. Ceremony and call the ferry. Here goes nothing. If it doesn't work for you, let me have a go. All right, we'll take turns. Du musst mir helfen, mein Brief ist weg. Entschuldige, dass ich dich so damit überfalle, aber es war ein wichtiger Brief. Er war an ein Mädchen Ratter adressiert. Ich mag sie schon seit Ewigkeiten, doch ich habe nie getraut, ihr es zu sagen. Aber in letzter Zeit ist mir klar geworden, dass es mit unserem Frieden jeden Moment zu Ende gehen kann. Ich meine, sieh dir Eterna und Guju an. Die wurden von heute auf morgen dem Erdboden gleichgemacht. Also habe ich mir einen Ruck gegeben und all meine Gefühle zu Papier gebracht. Aber als ich dann endlich mit dem Brief zu ihr wollte, da kam dieser vermaledeite Windstoß und hat ihn davongetragen. Ich vertraue mich nicht, ihn selber zu suchen zu gehen, weil es ja überall vom Monster wimmelt. Du aber siehst so aus, als wüsstest du dich zu wehren. Würdest du wohl mal einen Brief für mich suchen gehen? Yes! Bei einigen Nebenaufträgen erscheint auf der Karte ein blauer Kreis. Es gibt dir einen ungefähren Hinweis, wo sich dein nächster Auftragsziel befindet. Einige Nebenaufträge schicken dich auf die Suche nach besonderen Gegenständen. Du erkennst sie an einem roten Leuchten. Nimm sie mit und bring sie zu den Auftraggebern, die dich darum gebeten haben.